Hi und willkommen beim aktuellen Work in Progress. Zuerst mal tut mir leid, vielleicht hört man es ein bisschen regnen draußen. Das kann ich leider nicht vermeiden, dass die Tropfen gerade gegen mein Fenster prasseln, aber ich hoffe, mein Mikro ist Richtmikro genug, dass es nicht ganz so schlimm ist. So, das letzte Work in Progress Video ist schon wieder eine ganze Weile her. Ich war kurz in Amsterdam für einen netten Trip, habe da befreundete Hacker-Maker-Leute getroffen, was sehr schön war. Sehr spannende Stadt. Bin leider nicht mit dem Fahrrad gefahren, ganz viel mit der Fähre dafür. Und wir haben uns zum Beispiel auch ein schönes Künstlerviertel angeguckt, wo es einen großen Hangar gibt. Und da drin haben ganz viele Künstlerateliers in so Containern und da kann man einfach durchlaufen. Das ist ziemlich abgefahrenes Eck und kann ich sehr empfehlen, das mal zu machen. Und letztes Mal habe ich auch angekündigt, dass ich einen kleinen Workshop über generative Kunst geben werde. Das habe ich auch gemacht, in Stuttgart war das. Und es war ein sehr cooler Workshop für mich, auch sehr neu, weil die meisten Teilnehmer gar keine Coding-Vorkenntnisse haben. Das heißt, ich habe doch ein bisschen improvisiert und mein Tempo, das ich eigentlich angedacht hatte, ein bisschen zurückgeschraubt und viel mehr Basics erklärt. Aber ich glaube, alle hatten sehr viel Spaß und haben trotzdem auch erste Coding-Einstiege dann damit gemacht. Ich nehme ja mal Paper.js, das ist so ein JavaScript-Framework und also man muss einfach coden, man kann nichts zusammenklicken und man muss auch ein bisschen mathematisch überlegen, wie konstruiere ich Sachen. Also wie richte ich mein Rechteck aus, damit es irgendwie schön aussieht in einer Gruppe von anderen Rechtecken. Da muss man einfach ein bisschen Grundlagen Mathe können, bisschen Vektorrechnung vielleicht auch. Das haben wir alles nochmal aufgefrischt. Das war ein sehr schöner, ungefähr 2-Stunden-Workshop. Und ja, Video habe ich nicht, aber leider. Video habe ich keins, aber dafür ein paar Bilder. So, und jetzt können wir aber mal zum eigentlichen Inhalt der Folge kommen. Die letzten Male habe ich immer von diesem Venenblatt-Generier-Algorithmus erzählt. Wenn ihr nicht wisst, um was es sich da dreht, dann schaut vielleicht mal in die letzten beiden Videos rein. Da erkläre ich das ziemlich von Grund auf, was ich da tue. Und ich konnte mich jetzt endlich mal an die CNC-Fräse setzen und das ausprobieren. So, ich bin gerade eben von der CNC-Fräse zurückgekommen. Hiermit. Das ist jetzt das erste Teil vom Stuhl. Und ihr seht schon, hier hinten sind die Kanten. Die macht er nicht scharf, aber die Kanten sind sehr ausgefressen, weil ich jetzt zum Teil von Hand nacharbeiten musste. Das Problem ist, das Bett von meiner CNC-Fräse ist nicht ganz eben. Und die CNC-Fräse ist sehr groß, das heißt, die hängt in der Mitte so 2 mm durch, was eigentlich relativ wurscht ist, aber wenn man so filigrane Sachen fräst, die ziemlich viel schwingen können. Also ihr seht es, wie sich das bewegen kann hier, einzeln auch so, wenn es sehr schwingen kann. Und man schon durch ist. Also man hat in der Mitte, wo die CNC-Fräse durchhängt, hat man schon das komplette Holz durchgeschnitten und muss nochmal einen Durchlauf machen, dann schwingt das frei praktisch und dann verhakt sich unter Umständen der Fräskopf im Holz und dann muss man sehr schnell abbrechen. Und das ist mir leider passiert. Deswegen habe ich es dann gelassen und habe praktisch den Rest hier auf der Seite von Hand noch gar aus dem Holz befreit. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde es ziemlich schick. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was meint ihr? Also wenn ich jetzt hier auf den Boden stelle, dann kann das halt schon nachgeben. Also auch vor allem die Lehne biegt sich doch sehr gefährlich. Man muss sich aber auch vorstellen, dass hier eigentlich noch eine Platte drauf ist. Die ist nur hier verklebt, aber die würde das Teil hier auch runterdrücken zum Beispiel. Dann würde sich schon nicht mehr so sehr biegen. Aber auch so Stücke wie hier hinten, die sind praktisch funktionslos. Also die sind jetzt halt sehr dekorativ, aber die stützen die Lehne nicht mehr, weil es nicht mehr sonst verbunden ist. Das ist so ein bisschen die Frage, Algorithmus so lassen und das so hinnehmen oder, und dazu tendiere ich jetzt gerade eher, von Hand
ein bisschen so Loops schließen. Das heißt, hier Verbindungsstücke einsetzen, dass das so Taschen werden. Und hier zum Beispiel auch verbinden, dann würde sich das nicht mehr biegen, hier oben verbinden zum Beispiel noch, dann würde die Lehne durch beide Teile gestützt werden. Und vielleicht auch hier unten, wo es hier auch sehr filigran ist, nochmal ein bisschen Sachen schließen, dann hätte das mehr Stützfläche. Was meint ihr? Ich habe das Ganze schon mal probiert, vorgestern. Hier. Mit dem Stück. Und wie ihr seht, bin ich nicht durchgekommen, weil mir mittendrin nach 3 Stunden, also nach 3 von irgendwie 6 Stunden, das Tool abgeschmiert ist, mit dem ich die Fräse steuere. Und meinte, ach, du bist fertig, cool. Und ich so, nein, ich bin nicht fertig. Und es hat auch den Homepunkt verloren und alles. Das bedeutet, man kann im Endeffekt nicht mehr weitermachen. Ja, weil die Fräse halt nicht mehr weiß, wo der Nullpunkt war. Entsprechend kann ich sie nicht mehr auf den gleichen Pfad zurückschicken, den sie eben bisher gefahren ist. Und ich war so ultra frustriert. Deswegen bin ich froh, dass jetzt heute wenigstens mal ein Stück zum Testen rausgekommen ist, auch nach nur 3 Stunden. Und ich habe gemerkt, ich kann einfach viel tiefer fräsen. Ich habe bisher 2 mm pro Durchgang weggenommen, diesmal 4, was auch noch geht. Und vielleicht geht sogar 5 oder 5,5. Dann spare ich mir nämlich bei 21 mm Dicke nochmal einen Durchlauf, was im Endeffekt dann nochmal locker eine halbe Stunde Zeit sparen würde. Genau, das probiere ich dann einfach beim nächsten Mal. Was jetzt wahrscheinlich einige schlaue Füchse von euch sagen, ist, warum hast du keine Tabs benutzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache das nämlich eigentlich sehr ungern. Und vielleicht zur Erklärung, Tabs sind, wenn man ausfräst, praktisch kleine Stückchen, die man übrig lässt, also kleine Stege, die man stehen lässt, damit sich Formen, die man komplett ausschneidet, eben nicht einfach aus dem Holz lösen können, weil das neigt eben gerade oft zu diesen Verklemmungen, die ich da beschrieben habe, oder zu irgendwelchen Problemen einfach mit dem Fräskopf, dass sich das verspannt oder so. Und ich mache das eigentlich nicht gerne, weil ich dann von Hand nacharbeiten muss und oft die Kante, an der ich da von Hand durchgehe, gerade wenn es irgendwie doch sehr stabiles Multiplex ist, einfach nicht schön aussieht. Das neigt dann zum Splittern, alles blöd. Das Problem ist, ich habe auch bisher nie so ultra filigrane Sachen gemacht. Wenn man sonst Sachen ausfräst, die sehr robust sind, dann kann ich das im Zweifelsfall die letzte Minute auch selber ein bisschen an seinem Platz festhalten, bis er die letzten 3 cm durchgefräst hat. Geht da halt nicht, weil das so schnell zu vibrieren anfängt, dass es einfach nicht geht. Genau, das heißt, mein Learning aus dieser Geschichte eben entweder in dem Fall Tabs benutzen oder die Pfade besser, also nicht die Pfade, aber die tiefen Einstellungen besser setzen oder einfach nicht so filigrane Sachen machen. Also der Gedanke, wie ich das da erkläre, ist ja dass ich vielleicht noch solche Loops schließe, dann vibriert es auch nicht so schlimm, dann würde das wahrscheinlich auch nicht so stark passieren. Genau, werde ich dann noch die nächsten Wochen machen, in der Hoffnung, dass ich das vor dem Camp noch fertig kriege. Dann kann ich nämlich den Stuhl mitnehmen. Ich habe gerade 3 Sachen noch laufen. Diesen Stuhl, den Stiftplotter, den ich jetzt gerade ein bisschen zurückgestellt habe, weil ich den akut nicht brauche. Das nächste wäre eben auch erst das Camp. Genau, aber da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Ich muss hauptsächlich die Sachen nochmal ausdrücken, weil ich habe den im Auto stehen lassen im Sommer, was dumm war, weil die ganzen Plastikteile jetzt sich leicht verformt haben. Das heißt, die mussten einfach dann nochmal eine Runde ausdrucken. Und die Nummer 3 ist folgendes. Das Camp hat sein Design released. Das können wir mal schnell nachschauen. Genau, das ist das offizielle Camp Design. Das sind 3-mal die Fairy Dust, so heißt die Rakete. Einmal in diese geschwungenen, ich sag mal, Neonleucht. Soll es sein, oder? Ich würde das jetzt interpretieren, als es soll vielleicht so eine gebogene Neonröhre sein oder eben einfach so eine schöne Squiggle-Linie. Dann haben wir einmal so eine Art Polygonrakete und einmal eine Rakete, die sich aus Blättern zusammensetzt. Und nachdem ich für den Kongress, also den, was war das, der 35C3, schon einen Generator mit dem Design gebaut habe und der so gut angenommen wurde, dachte ich, das mache ich jetzt einfach nochmal. Und da stecke ich gerade mittendrin.
Für die ersten beiden Raketen gibt es schon generative Modelle, die sehen gerade so aus. Von der Größe passen sie gerade immer noch nicht so toll zusammen. Das muss ich mal noch ein bisschen abstimmen. Aber man kann eben schon was generieren. Oh, die sind eigentlich ganz nett. Die Squiggle-Rakete ist halt noch squiggliger. Das Problem ist für mich so ein bisschen die Konstruktion. Das sind ja alles Vektorpfade, die muss ich aber trotzdem irgendwie aus Primitiven bauen. Also das heißt, das Fenster der Rakete ist ein Kreis und das Teil, das ich hier dann noch ausschneide, damit dieses Loch entsteht, ist ein Rechteck. Und ich muss das dann glätten praktisch oder smoothen. Und das ist nicht so einfach, dass das trotzdem, also so diese Mischung zu finden, dass es noch die Form behält, aber irgendwie wieder rund wird und keine Kanten entstehen. Aber ich glaube, es ist gerade ganz nett. Also manche sehen halt echt so ein bisschen super weird aus, aber das macht es eigentlich gerade, finde ich, ganz sympathisch. Genau, und jetzt mache ich noch zum Schluss die mit dem Blatt. Und dann baue ich eben noch einen Generator außenrum, auch mit Schrift. Da gibt es auch schon eine Vorlage mit Font und wie der auszusehen hat und Farben und so weiter. Genau, das mache ich auch noch. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich darf nächstes Semester bei uns an der Uni mit meinem Kollegen Evgeni eine Vorlesung bzw. ein Anwendungsfach halten. So heißt das bei uns. Sketching with Hardware haben wir das getauft. Das ist im Endeffekt eine Making Digital Fabrication Vorlesung. Ich glaube, die wird sehr nett. Evgeni hat auch hier unten auf die Webseite so eine nette Übersicht gemacht. Es geht über 2 Semester. Im ersten Semester machen wir praktisch Vorlesungen und Übungen, komplette Einführung in alles mögliche Microcontroller, Laser, Cutter, CNC, alles, was so dazugehört. Die Uni kauft momentan auch Equipments, ganz spannend. Und im zweiten Semester darf jeder Studi sein eigenes Projekt umsetzen, sogar mit kleinem Budget aus dem Institut. Also wenn du zufällig an der Uni Ulm eingeschrieben bist und da Lust hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du vorbeischaust. Das war es an sich schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne Anmerkungen gerade zu der Stuhlgeschichte in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.